Ja, heute sind wir hier wieder bei Indalmar Motor in Malaga, Vertragshändler für diverse Marken wie Hyosung, SWM, Vogue, Sontes und so weiter und so fort. Hat auch jetzt eine neue indische Marke an Bord, die werde ich da auch noch mal testen, indische Motorräder. Und heute werden wir wieder mal einen Rollerprobe fahren. Hallo Motorfuzzi. Hallo? Ich bin ein Follower. Oh, really? Ja, ich hab dich erkannt. Das ist ja ein Ding. Ja, und heute sind wir hier mit der Vogue SR16 2025er Modelljahr. Ein Roller, preiswert, alles dran und drin und drum, was man braucht. Wir haben ein Windschild, wir haben eine Topbox. Ja, alles zu einem Preis von rund 3.100, 3.200 Euro auf der Straße. Es ist wieder mal der absolute Wahnsinn. Wir haben auch ABS und TCS. Ich sage es nur mal dazu, ja, weil es ja einige namhafte Firmen gibt, die das jetzt immer noch nicht einbauen. Und ja, wir setzen uns dann mal gleich rauf. So, das erste, was mir auffällt, wenn ich mich raufsetze, ist, ja, wir haben eine riesige Scheibe. Das heißt, wir sitzen fast schon wie in einem Auto. So, jetzt sind wir hier nochmal vor dem Roller. Tut mir leid, ich habe gerade einen Abonnenten getroffen, einen spanischen Abonnenten, der Deutsch spricht. Sowas hat man ja nicht oft. Und der holt sich gerade seine 368G ab hier. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und ich habe mich mit ihm verabredet, dass wir uns treffen. Und dann wird er mir ein bisschen über seine ersten Eindrücke erzählen. Wird euch vielleicht ja dann auch interessieren. Mann, Leute, ey, das ist ja wieder ein Morgen hier. Da geht ja alles schief. Nicht nur, dass wir kein Benzin hatten, der Spiegel war zu locker. Was haben wir noch? Dann hat die Kamera nicht aufgezeichnet. Und jetzt hoffe ich, dass es diesmal klappt. Ach so, ja, in der Dunkelheit hier sieht man wirklich, weil die sagen, ein farbiges LC-Display. Es ist tatsächlich farbig. Ja, man sitzt also total hier hinter dieser Scheibe. Okay, ich finde ja, ihr wisst ja, ich bin ja immer der Windschildexperte, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Also, ich habe so den Eindruck, jetzt bekomme ich hier gar keine Luft mehr, weil wir hier so eine große Scheibe haben. Jetzt haben wir hier wieder ein sehr, sehr preiswertes Angebot, also natürlich im Vergleich zu allen anderen. Knapp über 3.000 Euro, vollständig ausgestattet, ABS, TCS, wir haben eine Topbox, wir haben einen riesen Windschild, wir haben sogar einen Verbrauchscomputer hier. Es ist der reinste Wahnsinn, wieder der reinste chinesische Wahnsinn hier. Und jetzt hoffe ich, dass wir irgendwie auf unsere kleine Teststrecke kommen. Also Sitzposition, wir haben definitiv die Kloposition, hier müssen wir einnehmen. Sitz scheint sehr bequem zu sein, aber wir haben halt eigentlich keinen Spielraum für unsere Füße hier. Also wir müssen in der Kloposition verharren. Aber so auf den ersten Eindruck, wow, macht das Display einen guten Eindruck. Es ist zwar halt LCD, aber es macht trotzdem im Moment einen ganz guten Eindruck. Und wenn es dann halt dunkler wird, dann kann man sehen, dass es farbig ist. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Und dann wollen wir gleich mal diese ganzen Windschutze hier, schaut euch das mal, überall haben wir Windschutz, also wahrscheinlich haben sie gesagt, dieser Motorfuzzi da aus Deutschland, der beschwert sich ständig über den Wind. Jetzt werden wir einen Roller bauen, der ihm gerecht wird. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Also vorne ist total ruhig, hier könnte ich mein kleines Pfeifchen rauchen, total ruhig. Dann wollen wir mal schauen, wie es bei 100 oder so gleich aussieht. Ich hoffe, wir können 100 überhaupt erreichen mit den ganzen Staus hier heute.
Irgendwie ist heute hier der Wurm drin. Wir haben auch ein Drehzahlmesser. Wir haben Rollerhoppeln hier, wie ich gerade merke. Dieses Rollerhoppeln, so habe ich das gehört, soll sich ja noch verstärken, wenn man hinten irgendwie eine Topbox drauf hat. Oder vielleicht liegt es auch, entweder liegt es an der Aerodynamik oder es liegt mehr an dem Gewicht hinten. Ich weiß es nicht. So, wir haben schon Vollgas hier. (11,5 PS, glaube ich, oder waren es 12,5 PS? Ich blende es mal ein. Aber viel passiert hier nicht. Ja, also vorne ist wirklich total ruhig. Das ist wirklich das Größte. Somit, da gab es noch eins irgendwie von der Tri-City oder so. Aber das ist somit das größte Windschild. Zumindest das größte serienmäßige Windschild, was ich erlebt habe bisher. Man hat schon ein bisschen Probleme, so dass man sagt, naja, hoffentlich stoße ich nicht mit dem Kopf an. So, Vollgas am Berg hier. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich durch die LKW abgebremst. Aber ich habe noch Vollgas, immer noch Vollgas. Vollgas, Vollgas. Der Motor ackert wie Sau. Ja, wir haben im Display, wir haben die Verbrauchsanzeige, wir haben die Kilometerzähler und wir haben einen Tripzähler. Achso, und wir haben eine Spannungsanzeige der Batterie, haben wir auch, können wir auch umschalten. Das wird wahrscheinlich mit den 0 auf 100 bei dem hier auch ein bisschen schwieriger werden heute. So, ja, also natürlich haben wir hier an unseren Händen, kann ich natürlich ja nicht so sagen, weil ich ja Handschuhe trage, haben wir einen sehr guten Windschutz. Natürlich, denke ich mal, haben sie die auch so gestaltet, dass man möglichst hier nichts abbekommt. Also so bis hier sitzt man in so einer Blase. Bis hier. Dann kommt der Wind. Allerdings, es gibt ja immer was zu meckern beim Fuzzi. Unten die Beine, die Unterschenkel, die sind komischerweise, aber vielleicht jetzt nur, weil das jetzt hier oben nichts ist, so unten, habe ich so den Eindruck, dass unten an den Unterschenkeln. Aber okay, vielleicht ist das jetzt wieder nur so ein Eindruck, weil halt oben nichts ist. Oben nichts und unten was. Egal, so. Dann schauen wir mal hier ein bisschen, wie es mit der Federung aussieht. Eigentlich auch gut. Wir fahren den Berg runter. Aber ich bin ja wieder mal vom Preis fasziniert. Also es liegt natürlich auch nicht jedem, sage ich mal, mit so einem riesen Windschild, das kann man natürlich alles abnehmen, rumzufahren. Sportlich sieht das jetzt nicht unbedingt aus, ja. Aber für einen Windschutz oder für einen Wind- und Wetterschutz ist das, denke ich mal, ganz gut geeignet. Eigentlich gar nicht mal so schlecht hier am Berg, Vollgas. Und beschleunigt fast noch hier, also für 125er Power kann ich jetzt eigentlich auch nicht meckern, obwohl am Anfang hat sich das auch ein bisschen schlapp angefühlt. Aber nee, also hier ganz gut, ganz normal, würde ich sagen, wie alle anderen 125er, mehr oder weniger. Aber was haben wir noch? Wir haben im Display, obwohl es nur ein LC-Display ist, oder hintergrundbeleuchtet LC-Display, haben wir sogar eine Turn-by-Turn-Navigationsanzeige. Da sind die Pfeile hier schon vorbereitet. Da müssen ja die Segmente denn dafür vorbereitet sein und sind sie auch. Oh ja. Also vorne sehr starke Bremswirkung, hinten sehr starke Bremswirkung. Wie fährt er sich? Also mit den Hüften kann man ihn auch wunderbar schwenken. Allerdings muss ich wieder dazu sagen, der Sitz ist auch wieder sehr rutschig. Also wenn man da die Brille ablegt, so wie ich, um den Helm aufzusetzen oder so, dann kann es sein, dass die Brille sogar runterrutscht. Es ist also sehr rutschig, der Sitz.
Aber man kann ihn sehr gut in die Kurve legen. Er fährt sich sehr gut, weil 16 Zoll Vorderrad. Hier sind wir nun mit Vogue SR16. Ich denke mal, die 16 bedeutet vielleicht 16 Zoll Vorderreifen, weil das ja vielleicht für einige entscheidend ist. Für mich eigentlich auch, dass es schon mal sehr viel Stabilität sagt, dass mir, und so war es auch, fährt sich wirklich wunderbar. Was mir gleich auffällt, wenn ich hier vor dem Knie praktisch, zum einen haben wir diese wunderbaren LED-Leuchten vorne, ist wohl aber kein Tagfahrlicht, aber es ist zusätzliche Beleuchtung, sieht sehr schick aus. Und dann die Beleuchtung, die eigentliche Beleuchtung dann oben am Lenker, das heißt, es leuchtet immer dorthin, wo ihr hinfahrt, das ist ja auch nicht schlecht. Und was mir noch auffällt, wir haben vorne eine sehr schöne Felge. Diese Felgen, die kennt man eigentlich nur so von etwas teureren Motorrädern und so weiter. Gefällt mir sehr, sehr gut, sieht sehr schick aus. Wir haben auch ein Ventil, das scheint ja jetzt hoffentlich Standard zu sein, was geknickt ist. Das heißt, wir brauchen uns nicht mehr einen abbrechen, um da Luft aufzufüllen, sondern es geht direkt seitlich, das Ventil, das ist auch toll. Ja, ansonsten alles andere im Fazit. Ein preiswerter Roller hier von Vogue, voll ausgestattet, sage ich mal, zu 3.200 Euro rund, tolle Sache. So, was haben wir alles vorne hier am Lenker? Wir haben zum einen die Bremse für die Hinterradscheibenbremse, alles ABS, Zweikanal ABS. Dann haben wir hier einen Schalter fürs Fernlicht, Abblendlicht und für die Lichthupe. Das ist alles sehr stramm hier, funktioniert alles sehr gut. Kunststoff fühlt sich sehr gut an. Wir haben den Blinkerschalter hier, funktioniert auch alles wunderbar. Und wir haben die Hupe hier. Auf der rechten Seite haben wir dann den Gashebel. Wir haben den Bremshebel für die vordere Scheibenbremse. Wir haben den Notausschalter hier. Wir haben den Starterschalter. In diesem Falle ist es jetzt mal kombiniert mit dem TCS-Schalter. Das heißt, wenn wir hier rauf drücken, können wir Traktionskontrolle ausschalten. Das war alles hier am Lenker. Jetzt gehen wir noch zum Display. So, das ist nun das farbige LC-Display, so wird es genannt. Es ist relativ gut ablesbar. Es ist wohl direkt oder stärker hintergrundbeleuchtet, was vielleicht die Ablesbarkeit etwas erhöht im Gegensatz zu anderen, wo es dann so Bernsteinfarben schimmert auf schwarz wie bei Honda und so weiter. Ich denke mal ablesbar ein bisschen besser hier. Dann haben wir oben einen Drehzahlmesser. Dann haben wir hier den Kraftstofftankinhalt auf der linken Seite. Dann ganz groß Geschwindigkeitsmesser. Dann haben wir sogar noch Kühlmitteltemperatur wird hier angezeigt. Dann haben wir hier die ganzen Kontrollleuchten links und rechts. Hier haben wir Auswahlknöpfe. Das ist wirklich, das macht alles wirklich einen sehr guten Eindruck hier, muss ich sagen. Aber die ganzen Kunststoffe und so weiter, es sieht eigentlich alles, ja, kann ich eigentlich schon hochwertig sagen. Also wie ein ganz normaler Roller, es sieht jetzt nicht so billig preiswert wie ein 3.000 Euro Roller aus. Das ist ja so fast schon das preiswerteste, was man bekommen kann. Dann unten haben wir noch ein kleines Display. Zum einen haben wir hier den Tacho, den können wir umschalten auf Trip. Und das war's auch schon. Wir haben auch noch eine Uhrzeitanzeige und hier können wir auch noch die Batteriespannung uns anzeigen lassen, permanent, entweder das oder den Durchschnittsverbrauch. Auch eigentlich eine feine Sache. So, dann kommen wir noch zu den unteren Bedienelementen. Hier auf der rechten Seite haben wir dann wieder den Zündschalter hier praktisch. Dann haben wir daneben den Kraftstofftank und Sitzöffnungsknopf. Das macht auch alles einen hochwertigen Eindruck hier. Dann haben wir auf der linken Seite noch ein Fach. Das ist auch wieder, wird wieder magnetisch gehalten. Gefällt mir auch sehr gut. Da drin, das Fach ist allerdings sehr klein. Also da, obwohl es geht ein bisschen tiefer nach hinten, aber nur sehr, sehr spitz. Also das heißt also anderthalb meiner Hände passen hier rein. Und wir haben aber einen USB-Anschluss hier drin. Das ist das hier. Und dann haben wir hier noch einen Haken für euren Einkauf. Maximal 3 Kilo steht da drauf. Da können wir dann Taschen anhängen. Darunter haben wir dann natürlich noch die Kraftstofftankkappe. Und wir können von hier aus auch den Sitz öffnen. Wir öffnen jetzt mal den Sitz. Ja, bevor ich es vergesse, ich zeige euch hier nochmal den Keyless Schlüssel sozusagen. Sieht schick aus, könnte aber alles kleiner sein heutzutage. Finde ich immer alles ein bisschen zu groß für die Tasche. Dann haben wir noch einen kleinen Schlüssel, der ist dann für die Topbox. Ja, ich mache jetzt mal den Sitz auf und das sieht dann so aus.
Der Sitz ist nicht federgehalten, er klappt nur nach links auf. Das heißt, wenn starker Wind wäre, würde er wahrscheinlich zugehen. Und wir haben einen schönen Untersitzstauraum. Er ist auch etwas knapp bemessen, muss ich sagen. Mein Integral Shark Spartan, Größe M, geht gerade so rein, knack und knirsch, aber es geht. Und dann haben wir hier hinten auch noch ein kleines Fach für Handschuhe oder sonstigen Krimskrams. Das ist kein Problem. Und wir haben serienmäßig zusätzlich auch noch eine Topbox. Kleiner kurzer Schlüssel, das ist auch schön und praktisch. Und wir haben hier 34 Liter Topbox. Sehr schön. Mein Helm habe ich schon ausprobiert. Ich packe auch noch mal das Foto für euch aufs Video. Passt hier auch rein. Go. Er sieht sehr schick aus. Wir haben viel Stauraum, wir haben eine Topbox, wir haben auch selbst die Trittbretter hier für den Beifahrer, wie ihr sehen könnt. Die sind auch ziemlich breit. Manchmal sind das ja nur so kleine Dinger. Wir haben sogar hinten an der Topbox so eine kleine Lehne. Die ist jetzt zwar nicht besonders gepolstert, aber ja, so Hartkunststoff oder wie man dazu sagt. Trotzdem für den Beifahrer zum Anlehnen auch alles. Und die große Scheibe vorne, falls es dann mal regnet, denke ich mal, ist auch ein Plus. Ja, ich würde sagen, also den kann ich auch auf jeden Fall euch empfehlen, solltet ihr Interesse haben und ein bisschen mutig sein, mal was anderes zu nehmen oder vielleicht mal zu sagen, hier, okay, die sind jetzt vielleicht doch schon ein paar Jahre auf dem Markt, versuchen wir das mal. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen, der hat mir gut gefallen, fährt sich gut und hat die ganzen praktischen Ausstattungsmerkmale. So, das war erstmal alles hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Moto Fuzzi. Bis dann. Ciao, ciao. Moto Fuzzi, der Schrei halb weit. Alles um mich, ein Tanz der dunklen Zeit.